freue mich, dass wir uns hier heute ein bisschen vollzähliger uns treffen dürfen. Ich freue mich, dass wir auch heute Morgen mal das Herrn genießen konnten. Unser Eingangsvers heute Morgen passt zu dem Reden, das wir gerade in der Küche gehabt haben. Die Menschen sind ganz zufrieden, wenn ihr Bauch voll ist. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Zum Anfang heute. Warum folgst du Jesus nach? Die Antwort ist nicht selbstverständlich. Jesus tut so viel für uns Menschen, dass wir in unseren Gedanken, in unseren Einstellungen verleitet werden können und wir ihm folgen, weil er uns sättigt, anstatt dass er unser Herr und Herrscher ist. Wir sollen Jesus folgen, ausschließlich, weil er Herr ist. Und wenn er unser Herr ist, dann hat er auch das Sagen über unser Leben. In dem Sinne wollen wir uns erheben heute Morgen zum Gebet, um den Gottesdienst anzufangen. Lass uns beten. Und wir beten zusammen. Danke, lieber Herr, dass du uns Menschen so sehr geliebt hast, dass du deinen geliebten, eingeborenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast, damit er uns zeigen kann, dass er uns ganz und gar versteht. Er kann nachvollziehen alles, was wir durchmachen, denn er hat es auch schon durch. Und du, Vater, du weißt schon von Ewigkeit her alles, ist uns. Aber du hast deinen Sohn Fleisch werden lassen, damit wir wirklich, wie wir es gewöhnt sind, jemand zur Seite bekommen, der im Fleische das durchmacht, was wir haben und tun. Herr, hilf uns, als wir heute diesen Gottesdienst feiern, dass wir auf dich hören, dass wir dir folgen vom ganzen Herzen und dass wir nicht versuchen, dich umzubasteln in unserem Sinne, sondern dass wir in unseren Sinnen umgestaltet werden in deinem Ebenbild. Dafür bete ich. Herr, sei mit denen, die krank sind, und heile du sie bitte. Sei mit denen, die heute es nicht geschafft haben oder schaffen konnten, in diesen Gottesdienst zu kommen. Und hilf, Herr, dass wir durch diese ganze Krise mit gesundem Gewissen vor Gott und Menschen kommen und dass wir dir in allen Dingen gefallen werden. Sei du geehrt mit unserem Lobsingen, mit unseren Gebete und mit unserer Erwiderung auf dein Wort heute Morgen. Dies bete ich in Jesu Namen. Amen. Und wir bleiben im Stehen und singen das Lied Nummer 30. Wer das Buch singen möchte, die 30, anwesend bringen wir dir Jesus Gottes. Sing
ist der einzige Herr, Jesus, wir bieten an. Christus auf Golgatha, hast du den Feind besiegt, deine Lüfte schar, anbeten vor dir liegt. Aus dunkler Leidenschaft stiegst du zum Licht empor, dann brach mit aller Macht Jesus dein Lieb hervor. Eine Botschaft neu unser Herz erglüht. Jesus, der Herr, als seine Braut entrückt. Warten wir auf dich und machen uns bereit, weil wir glücklich sind, Jesus den Herrn bereit. Wir bleiben stehen. Unsere Schriftlesung heute Morgen kommt aus Markus Kapitel 6, 8 Vers 32. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufblättern. Markus Kapitel 6. Und ich lese den Text vor, sobald ich ihn auch gefunden habe. Verse 32 bis 46. Und sie fuhren allein zu Schiff an einem einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geh hin und seht nach. Und als sie es erkündet haben, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf. Und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 500 Männer. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten.
Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich werde nicht viele Worte über den Text verlieren, weil wir auch aus dem Johannes-Evangelium den Paralleltext betrachten werden heute Morgen. Nur das. Wir haben 4 Zeugen, Augenzeugen, die zu diesem Ereignis gesprochen haben. Und jedes Zeuge hat einen anderen Blickwinkel genommen, um uns von verschiedenen Blickwinkeln dieses Ereignis zusammenzufassen. Allein Johannes gibt uns einen Einblick, wie diese Geschichte zu Ende kam. Und darauf kommt es heute Morgen in der Predigt an, um diese überraschende Endung von der Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Vor der Predigt werden wir das Lied Nummer 28 singen, Jesus Christus herrscht als König. Lied 28. Alles wird ihm untertänig, alles liegt ihm Gott zufuß. Alles soll erkennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Nur in ihm können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Wird das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zu. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die wird als teures Haus. Er hat sie mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getauft, und sie lebt, weil sie glaubt. Ich auch auf der tiefsten Stufe, ich will Glauben, Reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Ehre, Liebe, Loben. Lass uns dann wieder erheben und wir wollen gemeinsam vor der Predigt aufgehen. Lieber Herr, du bist als König gekommen. Du bist doch König, bist aber noch nicht auf deinem Thron gestiegen. Herr, wir freuen uns darüber, dass du noch kommen wirst und du dein Königreich einnehmen willst und wirst. Dein Königtum ist nicht allein geistlich, sondern du wirst regieren in Echtzeit von Jerusalem aus und du wirst herrschen mit einem eisernen Stab. Herr, wir haben gerade gesungen, dass du unser Haupt bist. Das heißt, dass du das Sagen
über unser Leben hast. Herr, hilf uns, das so zu verstehen, weil du der gütige König bist, dass es uns keine Last, dass du das Sagen hast, sondern du bist auch unser Erlöser. Du hast uns von der Sklaverei der Sünde befreit und du willst uns das Beste geben. Und du hast das Beste für die, die dir folgen und lieben und als Erretter annehmen, aufgehoben. Wir danken dir, Herr. Hilf uns, dass wir würdig wandeln in diesem Leben und dass wir unser Leben nach deinen Sinnen aufrichten. Dafür werden wir dir danken. In Jesu Namen. Amen. Danke. Bitte lieber Platz. Da habe ich schon zum Teil die Einführung zur Predigt heute Morgen gegeben. Da werde ich keine weitere Worte verlieren mit der Einführung, sondern wir werden gleich aufblättern auf Johannes Kapitel 6 und wir werden den ersten 15 Versen lesen, gleich zu Beginn. Johannes Kapitel 6, Verse 1 bis 15. Ich lese vor. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie ein Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Als Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch, was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. Wenn ich hier eine kurze Pause nehmen darf. Er weidet mich auf grünen Auen. Kommt das euch vor? Und Jesus nahm die Brote, Vers 11. Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber, denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein.
Wie ich schon erwähnt habe, Jesus Christus kam auf diese Erde. Er kam als Erretter, als der menschgewordene Gott, als der Sohn des Menschen, als Messias. Und als Messias, das ist ein Sprichwort auf Hebräisch für den Gesalbten, der König. Die Juden, wenn sie das Wort Messias hören, die denken an Gesalbten im Sinne von zum König gesalbt zu sein. Er ist der geborene König der Juden. Und er wusste, wann er auf seinen Thron steigen sollte. Menschen aber erdichten ihre eigenen Vorstellungen, erhalten soll. Glaubt ihr das? Wenn andere das tun, wie wir gerade gelesen haben, ist es nicht auch möglich, dass wir unsere eigenen Vorstellungen haben, wie der Christus sich zu verhalten hat? Wir würden das nie so grob ausdrücken. Wir haben aber doch unsere eigene Meinung. Wieso hat Christus meine Bitte, mein Gebet nie so geantwortet, wie ich es erwartet habe? Wieso lässt der Christus das über mein Leben gehen, was ich gerade durchmachen muss? Wir erwarten, dass es anders sein wird, nach unserer Vorstellung, anstatt dass wir Christus als König und Haupt über uns regieren lassen und wir als seinen Vorgänger das tun, was er uns will. Sollte Jesus Christus auf seinen Thron wegen dem Tod steigen? Die Antwort ist ganz klar: Nein, auf keinen Fall. Falscher Grund, um König zu sein, nur weil er hat uns gesättigt. Er soll über uns regieren. Jesus Christus ist König. Wir Menschen entscheiden für den Christus nicht, wann und wie er auf uns reagieren soll. Er regiert. Und was heißt? Er hat das Sagen. Die Zeit ist in seinen Händen. Unser Leben ebenso. Wir sehen zuerst in den ersten 4 Versen von unserem Text den Hintergrund. Johannes fasst das so zusammen: Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Wir können nicht alle Texte auf einmal sehen. Ich habe für mich alle 4 Texte aus den Evangelien zusammengefasst auf einem Blatt. Und das ist ganz günstig, wenn ihr Bibel studiert. Wir haben Technik heute, wo wir das tun können. Einfach abkopieren und Cut und Paste, wie es modern heißt. Und wir können die Texte aneinander legen und unsere Augen darüber fliegen lassen, bis wir den Zusammenhang verstehen. Und in verschiedenen Evangelien werden verschiedene Aspekten dieses Ereignisses eingeführt. Vers 1 bis 4 sagen: Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Erstmal der erste Vers. Diese Bootfahrt
Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das von Bethsaida nach Tiberias ging oder Tiberias nach Bethsaida. Ich habe es immer im Kopf gehabt, dass Bethsaida ist, wo die 5000 gegessen haben und Jesus diese Wunder der Speisung getan hat. So oder so waren sie, Bethsaida ist auf dem nordöstlichen Spitze des Sees Genezareth. Tiberias ist auf der Westküste und dazwischen ist etwa Fluglinie 16 Kilometer. Eine etwa 4,5 Stunden Bootfahrt und dann etwa 3 Kilometer zu Fuß. Ihr könnt euch vorstellen, sie waren eine Zeit lang unterwegs. Es wird geschätzt, etwa 5 Stunden zumindest waren sie unterwegs. Das macht Sinn, wenn wir diesen Texten zusammenlegen, denn gerade davor waren die Jünger Jesu auf ihrer ersten Missionsreise. Sie haben das Land durchquert in Zweiergruppen und haben das ganze Land, in dem ganzen Land das Evangelium verkündigt. Der Messias, Jesus Christus, ist gekommen. Tut Buße, bereitet den Weg vor und so weiter. Markus und Lukas berichten darüber, dass die Jünger gerade von dieser Missionsreise zurückgekommen sind. Und in Markus, das kann man lesen in Markus Kapitel 6, Vers 30, haben wir zum Anfang gelesen, aber wenn ihr wieder aufblättern wollt, könnt ihr gerne. Markus 6, Vers 30, und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Was für eine gnädige Hirte ist Jesus Christus, oder? Die waren zu Fuß eine Zeit lang unterwegs. Durch Wüste, über Berge, durch den Wald, überall. Sie haben das Land durchquert und waren so sehr beschäftigt, dass sie an Speise hatten. Keine Zeit dafür. Und Christus sagte: Komm, wir wollen uns ausruhen. Und sie hatten diese Bootfahrt, der über den See Genezareth mal eine Bootfahrt gemacht hat, wo es ruhig ist. Herrlich. Einfach herrlich. Und Jesus nahm sich Zeit mit seinen Jüngern. In Lukas Kapitel 10, Vers 9, in Lukas Kapitel 9, Vers 10, ersten Satzteil. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Christus hat sie zu einem Ort gebracht, wo sie sich wohnen konnten. Er hat sie eingeladen, sich auszuruhen. Und Johannes berichtet nur über diese Bootfahrt. Haben wir in den ersten 2 Versen gelesen. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias, und es folgten ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kanten tat. Als die Jünger unterwegs waren, Christus war auch unterwegs. Und Christus hat überall, wo er war, in Galiläa zu der Zeit, hat er überall Wunder getan, Menschenmengen geheilt.
Alle haben gemerkt, das, was dieser Jesus Christus macht, ist einzigartig. Haben wir noch nie gesehen. Wir haben nicht einmal davon gehört, dass Gott Menschen solche Kraft gegeben hat. Aber wir haben in diesem Text gelesen, dass es von einer großen Menschenmenge die Rede ist. Bethsaida war kein Großstadt, nicht mal ein Kreisstadt. Auf 5000 Menschen würden sie aus Bethsaida überhaupt nicht ankommen. Wieso so viele Menschen? Erstens, sie sagen, dass es Jesus war. Jesus hat sich berühmt gemacht durch seine ganzen Wunder. Und sie haben die Wunder gesehen und sind gerne nachgefolgt, einfach um diese Wunder zu sehen. Ich muss gestehen, wenn ich die Chance hätte, hätte ich das gerne auch mit angeschaut. Blinden sehend gemacht. Ein Mädchen, der schon gestorben war. Und Jesus hat sie auferweckt. Lahmen geheilt. Aber nicht von ungefähr, dass sie noch durch den Rest des Lebens gestolpert sind, sondern ganz heil. Dass sie gerade laufen konnten. Kranke Menschen geheilt. Zum Beispiel wie Petrus Schwiegermutter, der ein Fieber hatte. Wer Fieber schon gehabt hat, weiß, selbst wenn das Fieber runterfährt, ist man noch sehr schwach eine Zeit lang. Jesus hat diese Frau geheilt. Und sie stand auf und diente ihnen. Jesus und seinen Jüngern. Das ist eine völlige Heilung. Das ist ein Wunder. Nichts anderes. Natürlich wollten die Menschen sehen, wer ist es? Was macht er jetzt unter uns? Und sie konnten erkennen, die wussten, dass Jesus um Galiläa gegangen ist und sie haben diese 4-stündige Brotfahrt gehabt. Manche haben das von dem Ort, wo er abgefahren ist, schon erahnt. Jesus geht über den See. Wir können das Boot noch sehen. Wir gehen ihm nach. Er hat eine 4 bis 5 Stunden Bootfahrt und die sind zu Fuß um den See gegangen, am Strand wohl, und sind eingetroffen, bevor Jesus angekommen ist. So sehr hat Jesus die Menschenmenge angezogen. Ihr könnt auch schauen, Matthäus Kapitel 14, Vers 14, Markus Kapitel 6, Verse 32 und 33. Ich habe schon erzählt, dass Jesus viele geheilt hat. Aber nicht nur das. Lukas Kapitel 9, Vers 11 sagt, als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Es war nicht nur Heilung. Ich hoffe, dass ihr die Worte wahrgenommen habt. Er nahm sie auf. Es ist nicht so. Ihr könnt euch vorstellen, Jesus war selbst müde. Er ist 100% Mensch geworden. Und er war die ganze Zeit unterwegs, als die Jünger auch unterwegs waren. Sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und trotzdem, unter diesen Umständen, nahm er Menschenmengen auf. Das ist das Herz eines Hirten. Und er lehrte sie. Er lehrte sie über das Reich Gottes. Willst du wissen, wie Gottes Reich ist? Nimm dir Zeit in den Evangelien. Jesus redet davon.
wir können auch die Lehre mitbekommen. Eine Schande von unserer jetzigen Zeit ist die falsche Lehre, die besagt, Gottes Reich ist geistlich zu verstehen. Das ist ein Quatsch. Es war nie ein geistliches Reich und wird nicht allein ein geistliches Reich sein. Es hat mit dem geistlichen Leben zu tun. Aber Jesus Christus ist Mensch geworden. Und Jesus Christus ist König der Juden. Und Judentum hat ein Land. Das Land ist Israel. Und Jesus Christus wird aus Israel, aus Jerusalem herrschen. Echt. Über Menschen. Ein echtes Reich, das noch kommen wird. Und die Bibel macht das uns klar. Lass niemand euch einreden. Gott, das ist nur geistlich gemeint. Nein. Jesus Christus kommt wieder. Derselbe Jesus kommt wieder. Und er wird über Menschen herrschen. Hier auf dieser Erde. Jesus hat viele geheilt. Und sie sahen Jesu Zeichen. Heilung hat er viele gemacht. Jesus hat unzählige Menschen in 3 Jahren geheilt. Wohlgemerkt, nicht alle. Aber viele. Und es war eine große Volksmenge. Denn Menschen sind ihm gefolgt von dem Ort, das er verlassen hat. Sie folgten ihm nach, unterwegs sind noch mehr dazugekommen. Und in der Zeit gab es auch genug Menschen, die sich interessiert haben für Jesus Christus. Und Johannes ist der Einzige, der einführt, was einige Kommentatoren ein bisschen verwirrt. Johannes führt ein im 4. Vers von Johannes Kapitel 6. Es war aber das Passah nahe, das Fest der Juden. Was hat das mit dieser Geschichte zu tun? Es hat zumindest das damit zu tun, zum Passahfest. Das ist einer der 3 Pflichtfesten der Juden. Alle Juden aus der ganzen Welt hatten zu dieser Zeit zu Jerusalem zurückzukehren. Durch Israel fahren die ganze Landstraßen von Europa, Russland und die Osten, die alle führen durch Israel. Und das heißt, dass viele, die von Norden hineingekommen sind, mussten mehr oder weniger an dem See Genezareth vorbeikommen. Und viele sind gerade zu der Zeit eingetroffen, wo Jesus gerade war. 1000 Juden waren von der ganzen Welt unterwegs, mussten zum Fest in Jerusalem ankommen. Die größte Anzahl der Juden in dem Lande wohnten sowieso in Galiläa, nicht in Judäa. Und das heißt, Jesus hat dieses Ereignis so gestaltet. Zu dieser Zeit komme ich dort an, wo möglichst viele Menschen eintreffen werden. Und er hat schon in seinem Kopf, ist ganz klar, was er tun wollte. Die Menschen wussten es aber nicht. Wie hat Jesus auf diese Situation reagiert? Erstens, er merkte den Zustand seiner Jünger, das habe ich schon erwähnt. Sie waren eine ganz lange Zeit unterwegs, das Land durchquert, müde, matt und hungrig. Er ließ sie holen, über die Bootfahrt und brachte sie dort an, wo sie immer noch nicht gegessen haben, soweit wir es wissen.
Und die Volksmenge war auch eine lange Zeit da. Sie waren auch fast verschmachtet vor Hunger. Er nahm das Volk auf. Er merkte den Zustand des Volkes. Und 3 von den Evangelisten haben das auch aufgeführt. Matthäus Kapitel 14. Ich habe wohl die falsche Nummer aufgelistet, aber er sagte zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Das war nicht von ungefähr. Als Jesus die Jünger ausgeschickt hat, über das Land als Missionare für Jesus zu verkündigen, er hat ihnen Macht gegeben. Und sie haben zu der Zeit Wunder getan. Es war nicht so, dass Jesus erwartet zu diesem Zeitpunkt, dass sie das Wunder tun können. Denn das war für alle Jünger gesamt eine Nummer zu groß. Jesus wusste, was er tun würde. Er merkte den Zustand des Volkes. Markus Kapitel 6, Vers 34 sagt, Markus 6, 34, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren die Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lernen. Wir reden über Geschichten hier, aber nicht nur über Geschichten. Wir reden über unseren Herrn, Jesus Christus. Er sieht auf dein Leben. Er möchte dich lernen. Er hat auch Erbarmen über dich, gerade in deinem Zustand. Er weiß, wie es dir ergeht. Es geht ihn doch an. Und er bat seinen Jüngern, Ruhe an, das habe ich schon vorgemerkt. Er heilte die Kranken, er lehrte sie, er sorgte für sie, wie wir gerade sehen werden. Und was hat das alles mit uns zu tun? Jesus Christus, derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Was trägst du für ein Last, das eigentlich dir nicht gehört? Was für Ängste hast du? Einfach verschluckt und meinst, ich kann eh nichts tun. Jesus möchte dich seine Erbarmung, dir seine Erbarmung zeigen. Er merkt deinen Zustand. Er nimmt dich auf. Er bat dich auch an. Bietet dir Ruhe an. Und möchte dich lehren und für dich sorgen. Zweitens, der Anlass. Der Hintergrund haben wir schon betrachtet. Der Anlass war, diese ganze große Menschenmenge, ganz große Menschenmenge, ist zusammengekommen an einem Ort und das Essen war alle. Das passiert manchmal bei Menschenmengen. Wir Menschen denken nicht immer weit im Voraus. Und manchmal, weil wir nicht weit im Voraus denken, kommen wir kurz. Gott denkt an alle Dinge. Er kennt schon den Weg, schon im Voraus. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Er hat die Kinder Israel aus Ägypten
befreit aus der Sklaverei. Er führte sie durch die Wüste und führte sie an einen einsamen Ort. Das Wasser war alle. Und ihr Essen war alle. Ähnliche Situation. Was wollen wir machen? Auch zum zweiten Mal kam das vor. In dem Buch 4. Mose lesen wir davon. Alles Essen war vorbei, sie hatten nichts mehr. Sie fingen an, gegen Mose und Aaron zu murren. Gib uns zu essen. Es wäre uns besser, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Gott hat es schon gewusst. Er wollte nicht, dass sie anfangen, Aufruhr zu machen. Er wollte, dass sein Volk auf ihn blickt und sagt, ja, wir haben nichts mehr. Was sollen wir tun? Du hast uns errettet. Und wir kennen den Weg nicht. Wir wollen nicht in die Wüste verschmachten. Wie gehst du mit deinen Problemen um? Der Anlass, es waren viele Menschen und das Essen war viel zu wenig. In den Versen 5 bis 13. Jesus fragte Philippus. Er fragte ihn, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das ist sehr ähnlich wie die Aussage Mose in 4. Mose. Christus hat ganz bestimmt die Worte mit Sorgfalt ausgewählt. Aber wie wir in Johannes Evangelium gelesen haben, er hat die Frage nicht von ungefähr gestellt. Er stellte Philippus in diesem Fall auf die Probe. Jesus ist Herrscher. Er hat das Recht, die Seinen auf Probe zu stellen. Er will wissen, wie wir reagieren, wenn wir den Weg nicht kennen. Wenn die nächste Mahlzeit nicht im Kühlschrank ist, wenn alle Regale leer sind, Philippus Antwort sagt uns wohl nicht vieles aus. 200 Denare wären nicht genug für diese große Volksmenge. 200 Denare, das sind 200 Tageslöhne. Fast 3/4 Jahr Gehalt. Wenn wir das durchrechnen, ganz grob über den Daumen, und erstmal nur die 5000 Männer durchzählen. Wenn wir 5000 Männer mit einer Mahlzeit versorgen könnten, zu 1,50 €. Wie wäre das? Kopfrechnen. 7.000 €. 7.500 € umgerechnet. Aber Matthäus sagt, es gab 5000 Männer, abgesehen von Frauen und Kindern. Boah. Wenn zu jedem Mann eine Frau da war und zu jeder Familie 1 oder 2 Kinder, da kann man recht von einer Menschenmenge reden, oder? Ich habe niemals so ein Festmahl vorbereiten müssen, kann mir nicht vorstellen, welcher Aufwand das erfordern würde.
Jesus hat es getan. Das ist der Anlass. Jesu Worte im 5. Vers ähneln die Worte von 4. Mose Kapitel 11, Vers 13, habe ich schon erwähnt. Woher soll ich Fleisch haben, hat Mose gesagt, um es diesem ganzen Volk zu geben? Jesus hat diese Aussage als Frage umgestellt und die Frage an Philippus gestellt, obwohl er die Antwort schon hatte. Das soll uns sehr klar sein. Wenn uns Fragen aufkommen, ich weiß nicht, ich kenne die Wege nicht, ich kann es nicht, ich bin am Ende. Ist Gott am Ende? Ist Jesus Christus am Ende? Ist es ihm immer noch nicht möglich, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist es ihm nicht möglich, unser von Ewigkeit her gesehen witzigen Problem zu lösen? Witzig und winzig. Und es war spät am Tag. Wenn das Volk entlassen wurde, es wäre sowieso umsonst. Die Buden waren schon zu und selbst wenn die auf hätten, so eine Menge würde in der ganzen Gegend nicht verspeist werden können, nicht keine Speise finden können. Aber Jesus hatte schon die Lösung. Denn das sagte er aber im 6. Vers von Johannes 6, das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Jesus hat die ganze Situation schon im Überblick, auch in unserem Leben. Wenn er der König ist, sind wir von ihm abhängig. Abhängig sein ist manchmal ein unangenehmes Gefühl. Aber wenn man mit einem gütigen König zu tun hat, das ist das Beste, das es überhaupt gibt. Jesus kannte die Lösung schon und hat die Jünger da rausgesandt in diesen Volksmengen, um zu sehen, ob jemand Brot hatte. Es gab nicht nur Brot, sondern auch Fisch. Und zwar 5 Gerstenbrote. Und 2 Fische. Wie groß die Fische waren, wissen wir auch nicht. Ich habe diese Geschichte von Kind auf immer wieder gehört. Und ich dachte, das ist schon großartig. Bis ich es wirklich überlegt habe. Nee, das ist nicht nur großartig. Das ist verwunderlich. Eigentlich insoweit verwunderlich, dass viele Kommentatoren sagen, die Menschen hatten schon Brot mit. Denn wir wissen schon, dass so ein Ding auf dieser Erde nicht geht. Das heißt, sie kennen den wahren Jesus Christus überhaupt nicht. Wer die Welt erschaffen kann, kann schon Brot besorgen für Menschen. Der Junge mit der 5 Gerstenbrote und 2 Fische, Jesus wusste schon über ihn. Und die Jünger sagten, was ist das für so viele? Jesus wusste schon, gerade genug, mehr als genug. Im 9. Vers könnt ihr das lesen. Jesus hat die Lösung schon. Er sorgte für Ordnung, ließ sie setzen in Gruppen von Hunderte und 50. Und das ruft wieder auf den 23. Psalm, oder? Er leidet nicht an den Augen. Da soll man auch weiterdenken in dem 23. Psalm.
Denn es geht nicht allein um Ruhe in dem Psalm. Aber der Hirte ist der gleiche. Es geht ihn an, wie es hier ergeht. Ich werde es nicht wieder lesen, aber ihr könnt Markus Kapitel 6, Vers 34 wieder einsteigen und aufschlagen. Er sagte, dann lesen wir. Wir übersetzen das in unserem Sinne meistens, er hat gebetet fürs Brot. Gewöhnlicherweise beten die Juden immer noch heute, wenn sie Dank sagen fürs Brot. Sie brechen das Brot und sagen, gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, der Allmächtige, der uns Brot zu essen gibt aus der Erde. Das ist das Dankgebet. Und sie führen das immer wieder auf. Denn sie wollen immer wieder sagen, Gott ist gesegnet. Weil er derjenige ist, der für uns sorgt. Und wenn man darüber nachdenkt, Brot zu essen, aus dem Boden, können wir nicht schaffen. Das ist für Gott alltäglich. Deswegen sorgt er für uns unser tägliches Brot. Sie aßen und wurden gesättigt, Vers 12. Vieles blieb übrig, Vers 13. Und bevor wir zum dritten Punkt kommen, Jesus kann auch in unserer Situation mehr als genug tun. Ich weiß, dass viele in diesem Raum und viele, die zuhören, unter ganz verschiedenen Umständen sind. Jesus weiß um deine Situation. Er kennt schon die Lösung im Voraus. Er will, dass wir aufblicken auf ihn, dass wir bereit sind, seinen Weg zu ziehen. Und so kann er für uns sorgen. In Epheser Kapitel 3, Verse 20 und 21 wir lesen. Epheser 3, 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Er kann weit über die Maßen hinaus tun, was wir erkennen können. Er will, dass wir auf ihn bitten und uns bitten. Diese Geschichte hat ein überraschendes Ende, das habe ich von Anfang an schon erwähnt. Im 14. Vers lesen wir von Johannes Kapitel 6. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das ist, was meine Augen wirklich erfasst hat, als ich dieses Mal gelesen habe. Jesus hat Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder monatelang getan. Aber das war das Wunder, das ihre Aufmerksamkeit erfasst hat. Und worum ging es? Gesättigt zu sein. Auch vollgeschlagen. Sie waren alle gesättigt. Und als sie das gesehen haben, er soll unser König sein! Und sie waren bereit, ihn mit Gewalt, stell dir vor, ihn mit Gewalt König zu machen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn er wirklich König ist, er stellt auf den Thron. Und die Seinen würdigen ihn. Das geht von alleine. Als sie das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie wollten Jesus dazu bezwingen, ihr König zu sein. Und die Begründung war das Zeichen.
unzählige Menschen zu heilen, gesunde Lehrer zu versorgen, sie auf grünen Auen zu weiden. Alle diese Zeichen, die er getan hat, waren nicht zu vergleichen mit dem Sättigungsgefühl. Deswegen die Frage, geht es uns auch so? Wir wollen einen Jesus, einen Christus, der uns den Bauch vollschneidet, der uns sättigt nach unserer Vorstellung. Dass meine Vorstellungen in meinem Leben, das stimmt, was Jesus Christus tut. Wirklich verkehrt. Aber es ist so leicht, uns dabei zu ertappen. Dieses Sättigungsgefühl war das Ausschlaggebende. Das Wunder war zwar größer als das Manna in der Wüste, denn in der Wüste, sie konnten so und so nichts tun, das hat sich über 40 Jahre gezogen, dieses Wunder. Aber Jesus hat das, was vor sich lag, das sichtbar nicht genug war, hat es vermehrt, damit alle Menschen gesättigt waren. Gesättigt waren! Und es körperweise übrig blieb zu gar. Jesus ist aber nicht gekommen, um unseren Bauch voll zu schlagen. Und auf dem Grund wollte er auch nicht an der Stelle noch aus dem Grund die Königssalbung bekommen. Davon abgesehen, es war nicht seine Zeit. Jesus hat die Jünger zuerst weggeschickt. Wenn wir die 4 Geschichten zusammenlegen. Dann hat er die Volksmenge verabschiedet. Wie er das getan hat, ist nicht für uns niedergeschrieben. Die wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Er hat ihnen in dem Sinne abgewiesen, jetzt nicht, es ist nicht meine Zeit. Und Jesus zog sich zurück und hat den Abend im Gebet verbracht. Wie reagierst du auf Situationen, die dir zu groß sind? Kommst du in Kribbeln? Bist du fassungslos? Oder wendest du dich an deinen Herrn, an den König? Wirklich so. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu sättigen. Er kam zuerst, um uns zu erretten. Er will nicht, dass wir ihn würdigen. Pass auf, er will nicht, dass wir ihn würdigen, allein weil er uns gedient hat. Uns das Bedürfnis, das gerade vor unserer Nase steht, gestillt hat. Er will, dass wir uns vor ihm mit unserer ganzen Seele, Kraft und mit unserem ganzen Willen vor ihm als unser Heiland, Herrscher und Herr beugen. Unser Vertrauen auf Jesus Christus muss tiefgründiger sein als Freude aus einem vollen Bauch. Er allein ist König. Er ist als König gekommen. Er wird zu seiner Zeit auf seinen Thron steigen. Das kommt noch und bis dahin. Er will, dass wir seinen treuen Dienern sind. Er ist nicht unser Diener. Er ist unser Herr und Herrscher. Sein Wille geschehen. So im Himmel, wie auf Erden. So wie im Himmel, auch so auf Erden. Lass uns unser Leben und Leben. Danke, lieber Herr, für diesen Tag. Wir danken dir.
du der gute Hirte bist, dass du uns sättigen kannst, aber hilf uns, Herr, nie verleitet zu sein, dir nur zu folgen, weil wir von dir gesättigt werden können. Hilf, Herr, dass einem jeden von uns, dass wir uns vor dir beugen, dich würdigen als unseren König und Herrscher, als der gütige König, der du bist. Und schenke, Herr, dass wir dir von Herzen dienen und dein Leben über unser Leben das Sagen haben lassen. Danke, Herr, dass du für uns sorgst, dass du uns aufnimmst und dass du unser Hirte bist. Hilf uns, dir zu folgen und dich zu verherrlichen auf allen unseren Wegen. In Jesu Namen. Amen. Wir bleiben stehen und wollen das Lied singen. Lied Nummer, muss ich ja noch finden? 130. 130, genau. Und dann werden wir die Ankündigung danach machen. Ich habe schon mal ein bisschen durcheinander gebracht. Erstmal das Lied Nummer 130 geht unter der Gnade. Alte Stunden, alte Tage, alte Brüder und Söhne. Unter der Gnade, mit Gottes Segen, in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, auf Gottes Worte, ob du wachst oder ruhst. Neue Stunden, neue Tage, zögern nur je hinein. Und die neue Zeit wird passen, ist sie mir zu groß und klein. Unter der Gnade, mit Gottes Segen, in seinem Frieden, was auch immer du tust. Unter der Gnade, auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Wir wünschen gute Worte, wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Unter der Gnade, mit Gottes Segen, ins Leben, was auch immer du tust. Unter der Gnade, auf Gottes Wort, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. So, dann wollen wir auch gemeinsam beten, wer gerne beten möchte. Darf gerne und anschließen. Lass uns beten.
Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir jetzt hier wieder Gemeinschaft haben und dass wir dich anbeten dürfen und dass du uns sättigst mit allem, was wir brauchen, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du uns fähig machst, dir zu vertrauen, dass du uns das Vertrauen stärkst und dass wir uns immer wieder ganz neu auf dich einlassen und dass wir dir das zutrauen, dass du das tust, auch wenn wir das Ende nicht sehen. Stärke du dort die Beziehung zu dir und zieh uns immer wieder aus unseren Gedankenkreisen und unseren Alltag heraus, wo wir anfangen, nicht mehr auf dich zu schauen, und belebe du uns ganz neu. Amen. Jesus, du bist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke dafür. Und ich möchte bitten, dass du uns ins Bewusstsein rufst, dass nicht nur das Geistliche und auch nicht nur der Bauch das Wichtige ist, sondern dass du uns ganz ausführen möchtest. Ich danke dir dafür so herzlich, dass wir hier keinen Hunger haben, keinen Durst. Und ich danke auch, dass wir keinen Hunger und keinen Durst geistig haben, draußen, weil wir dein Wort haben und lesen dürfen. Amen. Ja, ich danke dir auch, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir Gemeinschaft haben, Gelegenheit haben. Ich bitte dich für alle, die nicht bei uns sein können, Hilfe, dass sie auch im Glauben gestärkt werden, auf dich schauen und dir vertrauen, dem guten Hirten, der uns versorgt, materiell, aber auch geistlich. Und ich bitte dich, Herr, dass wir nicht vergessen, dass du diese Macht hast, sowohl 600.000 in der Wüste, 600.000 Männer in der Wüste, mit Frauen und Kindern zu versorgen, ebenso 5.000 Männer mit Frauen und Kinder gerechnet. Und genauso unser Leben, deine Hand hast. Du weißt, was wir brauchen, wie es uns geht. Herr, doch manchmal können wir nicht schlafen, weil wir irgendwelche Gedanken bewegen und dich in deiner Größe gar nicht mehr sehen. Wir bitten dich darum Vergebung und dich, dass du uns hilfst, das nicht zu vergessen. Du hast 600.000 in der Wüste, 5.000 auf diesen Bergen in Israel, in Galiläa und viele Millionen Menschen seitdem versorgt. Und du weißt, was wir brauchen. Wir wollen das nicht vergessen, Herr. Wir wollen an dich unsere Bitten richten und auch von dir alles erwarten, was nötig ist, Herr. Manchmal bitten wir um Dinge, die eigentlich gar nicht nötig sind. Wir wollen auch lernen, dankbar zu sein und für die da zu sein, die du uns anvertraust. Und wir können viel teilen, wir haben viel mehr. Ich hilfe auch, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester nicht aus dem Blick verlieren. Amen. Lieber Herr, ich danke dir, dass wir uns hier wieder heute versammeln konnten. Und ich bete für die es heute nicht schaffen konnten. Segne du sie, hilf, dass wir bald wieder aus diesen Zuständen kommen können. Aber hilf uns, dass wir dir treu bleiben in allen Situationen. Dass wir durch unser Leben, durch unsere Herzenseinstellungen, durch unsere Worte zeigen, dass du König bist über unser Leben, dass dein Wort das Sagen hat in unserem Herzen, dass dein Wille geschieht in unserem Alltagsleben. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmen wir kurz wieder Platz.
Nur noch 3 Dinge, dann werden wir auch heute entlassen werden. Die Bekanntmachungen für kommende Zeit, die Frauen haben eine Bibelstunde Dienstag um 19 Uhr hier in der Gemeinde. Da wir freiwillige Plätze haben, wird das nicht mehr übertragen. Der als Frau das verpasst, kann es auch nicht über Riot App mitverfolgen. Am Mittwoch werden wir unsere Gebetszeit um 19 Uhr nach wie vor halten und die Bibelstunde um 19:30 Uhr. Wir werden versuchen, wenn es klappt, die Bibelstunde über YouTube Livestreaming zu machen, wenn es klappt. Besser wäre es, wenn alle hier vor Ort sind, dann kann man sicherlich das Wort mitverfolgen. Am Freitag, den 15. Treffen sich die Jugendlichen in Umbach, oder? Leider nicht. Dann hier in der Gemeinde um 17 Uhr. Ist gut. Samstag, den 16.05. haben wir immer noch auf unserem Kalender als Einsatz auf Prager Straße. Wir müssen noch, soweit ich es weiß, Strich ziehen dadurch. Ich habe gestern mit dem Bruder telefoniert, der macht auch einen Büchertisch, der hat den nicht genehmigt bekommen. Aufgrund dessen, dass es eine Versammlung zu einer Versammlung kommen könnte, wir können die ganzen Leute desinfektions, bei denen nicht angepasst erstmal Handschuhe ausgeben und wenn sie alle zum Stand kommen, Maske aufsetzen lassen. Also das wird dann zu viel. Also Ja. gehe ich davon aus, dass es nicht stattfinden wird. Ich habe es auf den Ankündigungen gelassen, in der Hoffnung, dass es klappen wird, aber offensichtlich wird das dieses Mal nicht. Da beten wir dafür, dass die Regierung es ins Herzen eingeredet bekommt, diese überheblichen Bedingungen zu erheben. Dann am 29.05. haben wir noch Männer Bibelkreis um 19 Uhr. Das werden wir auch hier vor Ort machen. Es wird nicht übertragen, soweit ich weiß, Platz dafür, hier vor Ort zu sein und das machen. Unsere Bibelverskarte für diesen Monat ist 1. Samuel, Kapitel 15, Verse 22 und 23. Peter, kannst du mal durch die Reihe gehen, falls jemand die braucht? Wer kann eine Karte so gebrauchen? Bitte Hand erheben. Noch jemand? Bei dir auch? Nee? Vielen Dank. Da sagen wir diese beiden Versen gemeinsam auf. 1. Samuel 15, 22 und 23. Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat dich der Herr berufen, dass du nicht mehr König sein sollst. Entschuldigende Worte, es sei denn, man vom Herzen her bestimmt ist, Gott zu gehorchen. Dann unser Ausgangsvers für heute, und damit sind wir fertig, kommt aus Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 27, wo Jesus sagt: Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ans ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestimmt.